Wir sind heute am Gathering in München und ich habe bei mir den Alex Kiermeier und den Christoph Reinberger. Ihr habt heute einen Workshop zu Partie zu geben. War gut besucht? Oh ja, kann man sagen. Ja, also, und was wir machen ist, wir probieren den Inhalt dieses Workshops festzuhalten in dem Video. Alex, du bist ja eine Trainergröße. Ich kann mich erinnern, wo ich angefangen habe, habe ich schon die Videos zum Langen Schwert geschaut. Ich habe gerne deine Workshops und Seminare besucht, einfach um selber was zu lernen. In meinen Augen auch sehr, sehr großartig. Christoph, du bist Trainingspartner vom Alex schon seit 2003. Also ihr kennt es ja schon, das ist schon eine Zeit. Beschäftigst dich auch sehr viel mit dem Waffenlosen. Habt den Bärnackel Boxing Club bei Ox. Und da bietet es regelmäßiges Training an, aber auch Seminare, wo man gern auf die zugehen kann. Ich würde sagen, viel Spaß und dann vertschüsse ich mich schon. Battizo ist eine englische Kampfkunst aus dem 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, gegründet von einem Eisenbahningenieur Barton Wright, der nach Japan gereist ist, dort japanisches Jiu-Jitsu kennengelernt hat und das Ganze dann, als er wieder zu Hause war, mit verschiedenen anderen Kampfkünsten kombiniert hat, die er kannte bzw. auch von anderen Lehrern unterrichtet bekommen hat. Zum einen französischen Spazierstockkampf, französisches Savate, was Kickboxen ist im Großen und Ganzen, das englische Boxen. Und er hat versucht daraus also eine frühe Mixed Martial Arts zu kreieren, was finanziell für ihn nicht sehr erfolgreich war. Sein Club, den er gegründet hat, der ist leider sehr schnell bankrott gegangen, aber seine Einflüsse in der Kampfkunstszene europaweit waren doch sehr groß. Teilweise sind die auch in vereinzelten Kampfkünsten noch heute zu spüren. Gestartet sind wir heute mit einigen Aufwärmübungen mit einem Spazierstock, weil der doch für die meisten ein sehr exotisches Element ist. Wir haben Handling-Übungen gemacht mit beiden Händen, haben gestartet mit einem einfachen Schwingen in Hüfthöhe, wobei wir geschaut haben, die Hüfte stark mit zu bewegen. Haben einen einfachen Handwechsel gemacht. Wir haben versucht, das mit beiden Händen abwechselnd zu gestalten. Dann haben wir einen anderen Handwechsel mit eingebaut. Dieser Handwechsel wird fabriziert, indem man den Stock nach unten hängen lässt. Die linke Hand geht auf den rechten Unterarm, rutscht nach vorne, bis die Handkante den Stock berührt und übernimmt den Stock. Genauso auf der anderen Seite. Wir rutschen mit der Handkante nach vorne, übernehmen den Stock und schwingen dann weiter. Wir haben noch einige andere Handling- und Aufwärmübungen gemacht, unter anderem die Übung, die ich gerne Sergeant Major nenne, weil man dabei den Stock unter die Achsel klemmt, wie ein englischer Sergeant Major seine Reitgerte, wenn er seine Rekruten abschreitet. Das ist hier der Wechsel. Wir machen wieder unseren Schwung in Hüfthöhe und dann zwicken wir den Arm unter der Achsel ein, wechseln so die Seite und wir machen wieder unseren Schwung. Im Spazierstockfechten haben wir natürlich auch Guard-Positionen oder Hupen. Eine ganz wichtige ist ähnlich wie im Box im langen Schwert. Wir haben unseren Stock hoch über den Kopf, der Knauf zeigt nach vorne, allerdings nicht zu sehr so nach vorne, sondern etwas weiter hinten. Die linke Hand befindet sich im Bereich des Körpers
entweder hier so vorne direkt am Brustkasten oder deckt den Kopf. Manchmal können wir auch die Hand schon hier haben, um vielleicht dann umzugreifen und einen Schlag mit der anderen Hand zu machen. Ein kurzes Detail zum Griff. Wir fassen den Stock mit der ganzen Hand, nicht mit dem Daumen hier drauf, sondern mit der ganzen Hand. Und zwar so, dass ein Teil der Spitze nach hinten rausschaut, ca. 20 cm. So können wir einerseits ein bisschen unseren Unterarm schützen. Wir können den auch zum Stechen verwenden. Und wenn die Hände glitschig werden und der Stock mal ein bisschen durchrutscht, dann haben wir immer noch Potenzial und wir verlieren nicht den Stock. Ich zeige es jetzt nochmal von der anderen Seite. Der linke Fuß ist vorne, der Stock ist oben, der Knauf ist relativ weit hinten und die linke Hand stützt die Brust oder den Kopf. Und wir sind bereit zu schlagen oder auch zu stoßen. Wichtig dabei ist wirklich, dass ich meinen Stock nicht zu weit nach vorne mache. Denn der Stock kann natürlich vom Gegner gegriffen werden, was beim Schwert jetzt eher weniger der Fall ist, weil er würde in die scharfe Klinge gelangen. In dem Fall könnte er ohne weiteres den Knauf ergreifen und wir wären waffenlos oder müssten uns mit anderen Mitteln gegen unseren Gegner wehren. Aus diesem Grund halten wir den Stock und den Knauf relativ weit zurück. Dann kann er nicht so leicht gegriffen werden und wir haben wirklich eine Amplitude auch zu stechen oder auch zu hauen. Als nächstes haben wir Hiebe in 3 verschiedene Höhen trainiert und dazu brauche ich jetzt schnell einen Chris. Kommst du bitte? Danke. Wir stellen uns wieder in die Guard-Position und aus dieser Guard-Position machen wir 3 horizontale Hiebe, einmal zur Schläfe, einmal zum Ellbogen und einmal zum Knie. Ihr seht schon, bei den Hieben zum Bein, zum Knie, bin ich auch tiefer runtergegangen. Also wir wollen das wirklich nicht in einer Ebene machen, sondern je tiefer dass ich gehe, umso tiefer geht auch der Kopf. Als nächstes werden wir es euch von beiden Seiten zeigen, also der Christoph wird mich schlagen, dann werde ich ihn schlagen. Als nächstes haben wir uns die Hiebe horizontal von der anderen Seite angeschaut. Und zwar jetzt aus dieser Position, auf der linken Seite, genau spiegelverkehrt, wie es vorher war. Wenn der Christoph jetzt hier steht, ich komme nach vorne, horizontal Richtung Schläfe, horizontal Richtung Ellbogen, horizontal Richtung Knie. Als nächstes haben wir Paraden gegen eben diese Angriffe. Aus unserer Guard-Position, egal ob der linke Fuß vorn ist oder der rechte Fuß vorn, wir lassen den Stockknauf sinken und führen ihn nach innen, sodass er nach unten hängt und nehmen so den gegnerischen Angriff weg. Sollte der Angriff auf die andere Seite kommen, dann geht er zur anderen Seite. Als mögliche Gegenangriffe können wir nach der Parade nach innen einen Kopfhieb machen. Wir können aber genauso auch beidhändig geführten Bajonettstich machen. Wir können aus dem Ganzen auch den gegnerischen Stock übergreifen und entweder mit einem kurzen Ende angreifen oder hier auch noch unseren Gegner. Das schauen wir uns gleich mal an. Aus dieser Position. Der Hieb kommt. Wir wehren den ab. Eine Möglichkeit des Gegenangriffes. Der Hieb auf den Kopf. Der nächste. Beide Stich ins Gesicht.
Oder der nächste. Wir übergreifen, kommen rein, greifen mit dem kurzen Ende an. Oder hier. Noch einmal. Rein. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat es auf alle Fälle gefallen. Wir haben Spaß gehabt bei diesem Workshop. Auch diejenigen, die nicht dabei waren, hoffe ich, dass wir ein bisschen was bieten haben können, ein kleiner Einblick. Das war jetzt natürlich nicht alles, was wir gemacht haben, aber trotzdem hoffe ich euch, dass ihr einen Eindruck gewinnen habt können, wie der Workshop abgelaufen ist. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann einmal zu einem anderen Workshop. Danke Alex, danke Chris, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir das noch abfilmen haben können. Und wenn euch dieses Format gefällt, dass wir Workshops für euch festhalten, dann gebt uns ein Like oder unterstützt unser Projekt auf Patreon. Dankeschön und pfiat euch. Servus. Servus, pfiat euch. Und jetzt gehen wir in den Schneiderbraus und jeder muss mindestens 5 Bier trinken, hat's geheißen.